Weg gewesen. Statistiken sind langweilig, es sei denn, es geht um Sex. 49% der Männer und 37% der Frauen sind mindestens einmal fremdgegangen. So eine kürzlich erschienene Studie. Und häufig nicht ohne Folgen. Genforscher sind überzeugt, 5% aller Kinder in Deutschland stammen nicht von dem Mann, der glaubt, der Vater zu sein. Ein Münchner Labor hat Hochkonjunktur. Es bietet an, die Vaterschaft zu testen, ohne Wissen der Mütter. Ein Schnuller oder eine Locke des Kindes reichen aus. Friedrich Kurz über die Genspionage. Wenn die Postbotin beim Münchner Privatlabor Genedia klingelt, bringt sie stets einen Sack voller Spionageaufträge ins Haus. Die Briefe stammen von misstrauischen Vätern. Sie wollen mit heimlichen Gentests herausfinden, ob ihr Kind wirklich von ihnen abstammt oder ob ihre Frau von einem Liebhaber schwanger wurde. Das Genlabor benötigt lediglich Haarwurzeln oder Schleimhautzellen von Vater und Kind. Die Väter schicken Tüten mit benutzten Kinderzahnbürsten, abgeschnittenen Haarbüscheln, Kaugummis, vollen Schnupftüchern oder Windeln. Sexspionage mit heimlichen Gentests ist ein Renner. Also in den USA ist der Markt bereits schon explodiert, sprich, also da gibt es einen richtigen Boom von mehreren tausend Proben am Tag. Und wir erwarten diesen Boom letztendlich bei uns auch aufgrund der Tatsache, dass diese neue Technologie letztendlich zur Verfügung steht. Der Gentest kostet 1.000 bis 2.000 Mark. Der Clou: Die Ehefrau erfährt nichts davon. Sie braucht am Test nicht teilzunehmen. Wir können jegliches Material testen als Spurenträger, so nennen wir das. Das kann ein Löffel sein, das kann eine Zigarettenkippe sein, das kann ein Kleidungsstück sein, von Socke über Unterhose, alles, mit dem der Körper letztendlich in Kontakt gekommen ist. Die Spurenträger werden verglichen. Immer wenn am Computer die Genmuster nicht übereinstimmen, war Untreue im Spiel. Hier sehen Sie die Untersuchungsergebnisse vom Kind, 2 Spitzen. Hier die Untersuchungsergebnisse vom Vater, auch 2 Spitzen, aber beim Vater sind sie weit auseinander, beim Kind liegen sie eng zusammen. Hier handelt es sich um einen klassischen Vaterschaftsausschluss. Wissenschaftliche Untersuchungen führen zu erstaunlichen Ergebnissen. Rund 5% aller Babys sind sogenannte Kuckuckskinder, die ihren Vätern untergeschoben wurden. Sie müssen wissen, dass in Deutschland jeden Tag 100 Babys geboren werden, bei denen der Vater nicht weiß, dass er nicht der Vater, dass die Kinder nicht von ihm sind. Und das heißt, dass im Jahr in Deutschland zwischen 35.000 bis 40.000 Babys geboren werden, bei denen eben der Vater nicht weiß, dass sie nicht von ihm sind. Bezogen auf die bis heute 21-Jährigen sind es in der deutschen Bevölkerung 1 Million, die nicht wissen, bei denen der Vater nicht weiß, dass sie nicht von ihm sind. Der Mainzer Rechtsmediziner Christian Rittner kam zu ähnlichen Ergebnissen. Er gilt als der Vater der Gentests in Deutschland. Er ist entsetzt, wie die neue Technik zur Sexspionage eingesetzt wird. Gentests zur Feststellung der Vaterschaft breiten sich wie ein Flächenbrand aus. Nicht alles, was möglich ist, nämlich von der Untersuchung her, ist auch erlaubt. Ja, der Eingriff kann die Intimsphäre der Frau verletzen, indem sie den Namen des Mannes nicht preisgeben will. Aber er geht in jedem Fall gegen das Wohl des Kindes. Volker B. ist einer jener Väter, die ihr Baby ohne Wissen der Mutter einem Gentest unterzogen. Die Laboradresse fand er im Internet. Anfangs liebte er das Kind, doch jetzt ist die Beziehung zerstört. Ich hatte nach der Geburt mit der Vaterschaftserklärung Zweifel. Meine neue Lebenspartnerin, die wurde überraschend schon nach 3 Monaten schwanger. Meine Finanzen sind gut, daher wollte ich mir Gewissheit verschaffen. Denn als gut verdienender Vater ist man ja verantwortlich für alle Zahlungsverpflichtungen gegenüber Mutter und Kind. Jetzt leben sie allein, getrennt von mir. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Jakob erfuhr erstmals durch Frontal 21 über das Ausmaß der heimlichen Gentests. Eine Gesetzeslücke, sagt er. Die Bundesregierung müsse schnell handeln. Ein heimlicher Gentest ist natürlich, wie jeder Test, ein Eingriff in das Persönlichkeitsrecht eines Menschen und selbstverständlich auch ein Eingriff in das informationelle Selbstbestimmungsrecht des einzelnen Menschen. Das liegt ja auf der Hand. Unsere gesetzliche Situation ist allerdings so, dass derartige Tests durch die datenschutzrechtlichen Regelungen nicht erfasst ist. Das heißt also, sie sind möglich, sie sind
möglich, so bedauerlich das ist. Holger S. aus Frankfurt, Vater eines unehelichen Sohnes, zahlt seit 10 Jahren Unterhalt für Mutter und Kind. Als ihm sein Sohn immer unähnlicher wurde, ließ er einen heimlichen Gentest machen. Das Testergebnis ist eindeutig. Ihre Vaterschaft ist praktisch ausgeschlossen. In meinen Augen ist das ja ein völliger Betrug, weil sich die Mutter ja die ganzen Unterhaltsleistungen angeeignet hat, die ihr überhaupt nicht zustehen. Man ist enttäuscht. Man ist enttäuscht gegenüber der Frau, die mit Schicksalen so verantwortungslos umgeht, nicht nur gegenüber dem Mann, sondern auch dem Kind. Mein Kind liebt mich, achtet mich als Vater. Kinder sind die Leidtragenden. Ich schlage als gesetzliche Sanktion vor, dass ein solches Handeln, Veranlassen eines Gentestes oder Nutzung der Ergebnisse unter Strafe gestellt wird. Die Bundesregierung wäre hiermit aufgefordert, entsprechende Regelungen zu bringen, und federführend hierfür ist das Justizministerium. Firma Genedia Waldenmeier, guten Tag. Möchten Sie den Test definitiv ohne die Mutter machen? Frontal 21 hat Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin um ein Interview gebeten. Sie lehnte ab, fühlt sich nicht zuständig. Solange aber die Politik wegschaut, wird Sexspionage mit Gentests boomen. Den Preis dafür bezahlen letztlich die Kinder. Mehr zum Thema heimliche Gentests erfahren Sie auf unserer Internetseite www.zdf.de. Guten Abend, Herr Tenakis. Guten Abend. Herr Tenakis, was sagt denn der Sachverhalt aus, dass immer mehr Väter in das Kinderzimmer gehen, um sozusagen Haare oder Speichel der Kinder für diesen heimlichen Vaterschaftstest zu stibitzen? Also das spricht sehr viel dafür, dass wir mit der öffentlichen Debatte über die Kuckuckskinder die Männer verunsichert haben. Und dies spiegelt sich dann auf der individuellen Ebene in der Art, wie Sie das gesagt haben, dass viele Väter eben die letzte Sicherheit haben wollen. Denn es gilt ja, was die Engländer sagen, Mother's baby, father's maybe. Geht es diesen Männern darum, den Alimentezahlungen zu entkommen, oder steckt da eine tiefere Verunsicherung hinter? Ich glaube, das ist eine tiefere Verunsicherung, die in Richtung Identitätsfindung geht. Ein Vater definiert heute wie eine Mutter seine Identität, seine elterliche Identität über das Kind. Wenn diese Fundamente erschüttert werden, nämlich der Glaube, dass dieses Kind nicht sein Kind ist, dann wird natürlich auch seine Identität mit in die Leidenschaft einbezogen werden. Es gibt natürlich auch eine Stichprobe von Vätern, die dann nicht mehr bereit sind, die finanzielle Verantwortung für diese Kinder zu übernehmen. Wie verhalten sich denn die meisten Väter? Ich meine, das betrifft ja ausschließlich Väter. Mütter haben ja nicht die Möglichkeit zu sagen, das ist dann nicht mein Kind und ich gehe weg. Gehen die weg oder fügt man sich dann dem Schicksal und bleibt da? In der Regel gehen sie nicht weg. In der Regel bleiben sie. In der Regel sind es auch Väter, die trotz dem Befund dennoch das Kind beibehalten und die Beziehung zu dem Kind aufbauen. Allerdings, und das ist auch das Gebot der Stunde, statt mit Verboten zu operieren, sollte man mit Beratungsangeboten aufwarten. Sie haben es gerade angesprochen, der Gesetzesentwurf der Bundesjustizministerin, der will ja diesen heimlichen Vaterschaftstest unter Strafe stellen oder zumindest gesetzlich ächten. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja heute das Grundrecht des Kindes auf Selbstbestimmung betont. Das heißt, es ist nicht justiziabel vor Gericht, solch ein heimlicher Vaterschaftstest. Sind Sie da dieser Meinung? Also ich denke, dass wir volles Verständnis dafür haben müssen, dass die Rechte des Kindes gestärkt werden. Auf der anderen Seite führen Verbote diese Art nicht weiter. Die Wirkung der Rechtsordnung ist ohnehin auf das konkrete Verhalten sehr begrenzt. Deshalb würde ich meinen, dass der Gesetzgeber einen anderen Weg gehen sollte, nämlich gerade die Einflussnahme der Rechtsordnung zurückzunehmen und stattdessen Beratungsangebote oder auch freiwillige, von der Familie zu initiierende Tests dieser Art durchaus befürworten sollte. Aber Herr Tenakis, wenn sozusagen der heimliche Vaterschaftstest nur bis ab 150 €
kostet und der offizielle Vaterschaftstest, den man sich sozusagen vor Gericht einklagen kann, 1.500 € kostet, dann werden wahrscheinlich die meisten Väter, wenn es da kein Gesetz gibt, die billigere Variante sozusagen fahren. Muss man nicht sagen, das ist ein Skandal, dass Väter in Kinderzimmer gehen und dieses Recht überhaupt nicht achten? Ich denke, dass wir das Recht des Kindes in höchstem Maß beachten müssen. Da gibt es gar keinen Zweifel. Auf der anderen Seite müssen wir auch anerkennen und akzeptieren, dass auch ein Mann das Recht hat, genau die gleiche Sicherheit für sein Kind zu gewinnen wie die Mutter. Und hier ein Verhältnis herzustellen, ist Aufgabe des Gesetzgebers. Aber dabei kommt es auf die Qualität dieses Angebotes und diese Art der rechtlichen Intervention an. Ich bin kein Freund von Maßnahmen, die lediglich auf Verbote hinausgehen oder auf eine teure rechtliche Intervention, wenn es dafür andere Wege gibt. Ich kann mir konkret vorstellen, dass der Gesetzgeber in solchen Fällen, wo der Vater Zweifel aufkommen lässt oder zum Ausdruck bringt, die Möglichkeit eröffnet, dass die Familie selbst initiativ wird und auf diese preiswerte Möglichkeit Gebrauch macht. Und die Rechtsverfahren nur für die Fälle vorsieht, wo dieser Befund de facto positiv ist. Es gibt ja eine Umfrage, wonach 80% aller Männer Verständnis für diesen heimlichen Vaterschaftstest haben. Wie schätzen Sie, ist das denn bei den Frauen? Ich denke, das wird eher umgekehrt bei den Frauen sein, aber ich denke, man muss Verständnis für beide Seiten haben. Die Frau hat wenig Interesse, wenn sie schon ein Kuckuckseid in die Familie hineingelegt hat, dass es offenbart wird. Und die Männer haben das berechtigte Anliegen, wenn so etwas passiert ist, Sicherheit über die Herkunft des Kindes zu gewinnen. Hier einen neuen Ausgleich zu bringen, wird die Rechtsordnung allein nicht schaffen. Sie sehen also tatsächlich, dass es zwischen den Geschlechtern, zwischen Müttern und Vätern, da ein neues Misstrauen gibt. Es ist in der Tat so, und die Anzahl dieser Kinder, wie sie in den jüngsten Publikationen auch zum Ausdruck kommt, gibt im Grunde genommen auch eine de facto Grundlage für dieses Misstrauen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Seit vorgestern dürfen gehörnte Väter aufatmen. Ein neues Gesetz regelt den Umgang mit sogenannten Kuckuckskindern. Wenn Papa zweifelt, darf er testen. Ganz legal und auch gegen den Willen der Mutter. Tut man damit den Kindern einen Gefallen? Fraglich. Grund zum Feiern haben eigentlich nur die chronisch zweifelnden Väter. Und das tun sie jetzt in unserem Fight Club. Ist es wirklich meins? Bis zu 70.000 Kuckuckskinder werden deutschen Männern jedes Jahr ins Nest gelegt. So schätzt die Ärztezeitung. Knapp 200 jeden Tag. Während wir brav ins Büro gehen und die Miete ranholen, macht sich Mama einen schönen Vormittag mit ihrem Lover. Und die gehörnten Ehemänner dürfen die fremden Kinderchen dann ein Leben lang bespaßen und bezahlen. Endlich ist Schluss damit. Seit 1. April kann man ganz legal einen Vaterschaftstest machen und bei Gericht vorlegen. Auch gegen den Willen der Frau Mutter. Ein Gesetz, das Denis Kovacic viel erspart hätte. Als sein Sohn 3,5 war, kamen ihm Zweifel. Doch Vaterschaftstests waren da noch illegal. Dennis musste es heimlich tun. Ja, der Test, der schloss es zu 100% aus, dass ich der Vater bin. Und der erste Augenblick waren die Gefühle, glaube ich, irgendwo schon Enttäuschung, Trauer, aber auch Wut über die ganze Sache. Also war eigentlich ein Wechselbad der Gefühle. Väterrechtler wie Rainer Sonnenberger atmen auf. Die unwürdige Heimlichtuerei hat ein Ende. Er weiß, auch wenn die Wahrheit heraus ist, kümmern sich viele Väter trotzdem um ihre Kuckuckskinder. Gerade den Kindern hilft es, wenn diese Frage geklärt ist und eben sich ein Vater dann auch ganz klar positioniert und sagt, auch wenn ich jetzt nicht der biologische Vater bin, ich möchte diese Beziehung fortsetzen und das hilft den Kindern, dass sie eben stabile Beziehungen zu ihren Bezugspersonen aufbauen können. Wenn Sie also Zweifel haben, ob Ihre Frau immer treu war, zögern Sie nicht. Machen Sie den Test.
Die Zeiten, in denen sich Frauen alles erlauben durften, sind Gott sei Dank vorbei. Der weibliche Teil unserer Redaktion sieht das geringfügig anders. Ringfrei zur zweiten Runde. Achtung, das starke Geschlecht brät den Frauen mal wieder ordentlich eins über. Freie Bahn für den Generalverdacht. Ein neues Gesetz schützt unsere ach so armen Männer vor ihren ach so untreuen Frauen und ihren Kuckuckskindern. Kontrollsüchtige Männer haben gut lachen. Ab sofort müssen sie nicht mal mehr Gründe für die Zweifel an der eigenen Vaterschaft angeben. Die Familienrechtlerin Peggy Liebisch fürchtet, in Zukunft machen Väter tausendfach ihre Familien kaputt. Denn Vaterschaftstests zerstören Vertrauen, meistens völlig umsonst. In gerade mal einem von 10 Fällen ist der Verdacht berechtigt. Also zunächst mal ist es typisch männlich, diese biologische Vaterschaft unbedingt klären zu wollen. Das scheint ja sowieso absolut im Vordergrund zu stehen, was heutzutage gar nicht mehr so relevant ist, weil es viele Beziehungen gibt, die Patchwork-Familien sind, wo Kinder aus früheren Beziehungen mit in die Partnerschaften kommen, wo diese biologische Vaterschaft überhaupt gar keine Rolle mehr spielt, wo die soziale Vaterschaft und Elternschaft viel mehr in den Vordergrund tritt. Und dann so sehr sich auf diese biologische Abstammung zu konzentrieren, ist ein bisschen, ich würde sagen, rückständig. Woher kommt denn überhaupt das ganze Misstrauen? Schließen die Männer hier einfach mal eben von ihrem eigenen Paarungstrieb auf den ihrer Frauen? Wer seine Eifersucht nicht in den Griff bekommt, sollte es mal mit einer Therapie versuchen. Vaterschaft lässt sich nicht auf Gene reduzieren. Vatersein ist ein Geschenk. Nehmt es doch einfach an. Er ist ein Kuckucksvater, will aus Scham unerkannt bleiben. Wir nennen ihn Sammy. 4 gemeinsame Kinder hat er mit seiner Noch-Ehefrau gezeugt, aber das 5. stammt nicht von ihm. Boah, das war einfach ein totaler Schmerz. Ich war total fertig, habe mich gefragt, wie das passieren konnte, warum überhaupt. Das ist ja schon der Super-GAU. Sammy hatte sich nach dem 4. Kind sterilisieren lassen und seit geraumer Zeit keinen Geschlechtsverkehr mehr mit seiner Frau. Er drängt sie zu einem Abstammungstest. Der ist eindeutig, nicht Sammy, sondern ein anderer ist der Vater. Doch seine Frau blockt. Ich würde den Namen niemals erfahren, frühestens wenn sie tot ist. Wirklich, ganz hart. Da er zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes mit seiner Frau verheiratet war, gilt er nach einem 100 Jahre alten Paragraphen des bürgerlichen Gesetzbuches aber juristisch als Vater. Man hat kaum Rechte. Man wird von Gesetzes wegen in diese Situation gezwungen, zunächst formaler und rechtlicher Vater zu sein, obwohl man ganz genau weiß, dass man nicht der Vater ist. Dem Staat scheint es nur darum zu gehen, dass er einen Rückgriff hat auf einen Mann, der bezahlt in so einer Situation. Nach einem kürzlich gefällten Urteil des Bundesverfassungsgerichts haben Mütter keine Auskunftspflicht. Sprich, sie müssen den Namen des leiblichen Vaters nicht preisgeben, weil es in ihre Intims- und Privatsphäre eingreife. Es wird jetzt die Intimsphäre der Frau höher bewertet als einerseits der Schaden, den der Scheinvater hat, und auch das Recht des Kindes. Denn das Kind hat das Recht zu erfahren, wer sein leiblicher Vater ist. Das Urteil sei nicht nur für Scheinväter, sondern auch für Kuckuckskinder ein Schlag ins Gesicht, sagt Jelka. Sie war 30, als ihre heile Welt ins Wanken geriet. Schrecklich. Also das Ergebnis zu erhalten war einfach eine Katastrophe. Weil man irgendwie dann doch schon die Hoffnung hat, es wird alles gut. Es stellt sich heraus, der Papa ist der Papa.
2001 hatten sich ihre Mutter und ihr, wie sie bis dahin glaubte, leiblicher Vater nach 33 Jahren Ehe getrennt. Jelka beginnt zu zweifeln, als der neue Mann ihrer Mutter sie als seine Tochter vorstellt. Sie vermutet, dass ihre Mutter über Jahrzehnte ein Verhältnis hatte und bittet um einen Abstammungstest. Dann kommt das Gutachten und dann steht irgendwo auf Seite 3 ganz weit unten, dass die Vaterschaft zu 99,99999% faktisch ausgeschlossen wird. Und damit ist das Urteil in dem Moment gefällt. Die Identität ist nicht die, die man eigentlich geglaubt hat, die ganze Zeit zu leben. Das familiäre Gefüge ihrer Kindheit eine einzige Lüge. Der Kontakt zu ihrem biologischen Vater, aber auch zu ihrem vermeintlichen Vater ist seitdem abgebrochen. Mit ihrer Mutter versucht sie gerade, sich wieder anzunähern. Also richtig drüber gesprochen haben wir bis heute ja nicht. Ich wünsche mir vielleicht, dass wir mal ins Gespräch kommen miteinander. Ohne Vorwürfe zu machen, ohne böse Dinge miteinander ausfechten zu müssen. Ihren biologischen Vater kenne sie jetzt zwar, nach ihrer Identität suche sie aber immer noch. In Deutschland ist in jeder Schulklasse mit 20 Kindern statistisch gesehen zumindest eines ein Kuckuckskind. Eine ausdrückliche gesetzliche Regelung, die einem Kind einen Auskunftsanspruch gegenüber der Mutter gibt, existiert nicht. Die Abstammung ist ja ein ganz wesentlicher Teil der Persönlichkeit. Das wissen wir auch aus den Adoptionssachverhalten, wo Kinder ja ab einem bestimmten Alter, wenn sie mitbekommen, dass sie eben in einer Adoptionsfamilie leben, sehr stark nach ihrem Ursprung suchen. Und in einer solchen Situation ist dann auch ein Kind, wo sich herausstellt, dass der Vater eben nur ein, in Anführungszeichen, Scheinvater ist. Scheinvater Sammy entscheidet sich nach einem psychischen Zusammenbruch und anschließendem Klinikaufenthalt dazu, die Vaterschaft anzufechten. Ich stehe nicht in der Verantwortung für dieses Kind. Das Kind hat das Recht, frühzeitig zu erfahren, wer sein Vater ist. Ich bin ja in der glücklichen Situation, dass es mich noch nicht viel Unterhalt gekostet hat. Es kommt ja das Kindergeld, also der wirtschaftliche Schaden ist gleich null. Da ist eher der emotionale und gesundheitliche Schaden. Sammy will seinen eigenen Kindern auf jeden Fall ein guter Vater sein. Doch eine heile Familie werden sie wohl nie wieder werden.